Was bringt das neue Release 14 von Haufe X360? Wir schauen uns jetzt gemeinsam unsere Highlights an. Hallo Dirk. Ja, moin Inga. Wir haben Release 14, mal Hallo. wieder ein Update-Video. Genau, so sieht's aus. Ja, Ja, jetzt gerade, also im November 2025, rollt Haufe ja das neue Release aus. hm, Und da dachten wir, informieren wir mal so ein bisschen über ja, unsere Highlights. ja. Und Genau. du heute nicht hier, Mhm. sondern weit, weit weg Nee. in Südeuropa? Genau. Ich drehe heute von Sizilien aus, also von daher ein bisschen schlechtere Kameraqualität, ein etwas ungewohnter Hintergrund, aber das sollte hoffentlich nicht allzu sehr stören. Ich denke, dir geht's trotzdem gut. Wir hatten uns überlegt, wir Ja. fangen an mit Datev, ne? Ja, genau, richtig. Da hat sich was getan. Erzähl doch Hm. mal. Ja, bei Datev ist es halt so, dass wir ja schon lange eine Schnittstelle haben. Es gab auch individuelle Anpassungen und die, Wahrnehmung war und die Praxis war dann, dass das leider bei dem einen oder anderen Kunden nicht passte. Und, deswegen sind wir jetzt rangegangen oder ist Haufe drangegangen und, hat gesagt: „Okay, wir, nehmen uns das ganzheitlich mal vor, überarbeiten das in mehreren Stufen.“ Und da kommt jetzt mit, der Stufe 2 kommt ein großes Paket mit Ergänzung, Erweiterung, die wir dann halt bei den entsprechenden Kunden auch implementieren wollen. Und ich denke, im Dezember ist dann geplant, die Stufe 3 sozusagen zu starten. Das ist der Plan. Mhm. Super. Und dann ist das Ganze durch. Ja. Du hast schon einen weitergeklickt in Mhm. Sachen Vorauszahlungsrechnung. Da hat sich auch Mhm. was getan. Ja. Also, das Thema Vorauszahlungsrechnung ist auch ja recht komplex und in X360 ging das zwar immer, aber viele Prozesse mussten manuell angefasst werden. Und wenn du da zum Beispiel 'n Auftrag storniert hast oder wenn du mit Skonto arbeiten wolltest oder mit Rabatten arbeiten wolltest, dann hakte das bei der Vorauszahlungsrechnung. Und wenn du da nicht genau nach Anleitung manuell vorgegangen bist, dann hattest du hinten raus Probleme. Und die geht Haufe an. Einmal dadurch, dass bestimmte Abläufe jetzt sozusagen festgeschrieben sind und als Prozess unterstützt werden, dann passiert halt alles im Hintergrund. Das Zweite ist, dass sie auch bestimmte Funktionen jetzt bereitstellen, sodass sie beide Vorauszahlungsrechnungen, zum Beispiel jetzt auch Skonto und Rabatte unterstützen. Und das war halt ein wichtiger Schritt. Und ich denke mal, auch das wird etwas sein, was vielen gut tut, die jetzt auf die Version 14 umsteigen. Mhm. Alles klar. Vielen Dank. Im Bereich des Zahlungsverkehrs hat sich ja auch was getan. Da gibt es ja auch grundsätzlich neue Regelungen und da ist Haufe natürlich drauf eingegangen. Ja, das ist ja ein Thema, was mich persönlich auch immer besonders interessiert. Ich komme ja ursprünglich originär mal aus dem Zahlungsverkehr und, was Haufe da gemacht hat, das ist wirklich für die Praxis sehr sinnvoll, sehr hilfreich. Das geht schon los damit, dass du jetzt Einzelüberweisungen auch direkt aus X360 anstoßen kannst. Das ist ja viel einfacher. Wenn du sonst eine Einzelüberweisung bei der Bank beauftragst, dann musst du die hinten raus natürlich synchronisieren, dann musst du sie manuell anpassen. Du hast keine Belege dazu, die musst du hochladen und alles. Und jetzt kannst du eine Einzelüberweisung direkt anstoßen. Dazu kommt, dass sich beim Zahlungsverkehr auch was tut. Da kommen neue Formate, die werden jetzt unterstützt. Die kannst du jetzt direkt ansprechen. Das AVI wird jetzt über eine Massenverarbeitung angestoßen. Das heißt, du kannst sozusagen über eine Massenverarbeitung das Zahlungs-AVI, das Lastschrift-AVI verschicken. Und, der eine oder andere kennt das ja aus dem privaten Zahlungsverkehr. Neuerdings wird einem ja immer gesagt: „Mensch, die und die Kontonummer ist falsch, beziehungsweise da stimmt der Name nicht überein.“ Ja? Da schreibst du dann Rico Kehler und dann schreibst du den mit A-Umlaut oder mit AE und dann ist das falsch oder du vergisst das GmbH oder wobei bestimmte bei der Überprüfung werden sozusagen bestimmte Abweichungen noch zugelassen, aber wenn die Abweichung zu groß ist, dann wird dir gesagt: „Du, der Zahlungsempfänger heißt anders.“ Und dann kannst du diesen anderen Zahlungsempfänger halt, korrigieren oder du kannst sagen: „Nein, da bin ich mir sicher, der passt.“ Ist 'n Mhm. Sicherheitsfeature, kommt aus der Finanzwirtschaft und wird jetzt direkt in X360 auch mit unterstützt.
Mhm. Ja, cool. Und dann gibt es neue Adressfelder, also man kann jetzt neue Infos abspeichern, richtig? Ja, das kommt gar nicht von Haufe, das kommt direkt von Ecomatica aus dem Standard. Da Mhm. gibt es erweiterte Adresseinstellungen, also ein ganz neuer Bereich mit Adressergänzung. Die sind in der Vergangenheit dann teilweise über individuelle, Eigenschaften und Ergänzungsfelder oder sowas oder über persönliche Felder eingesteuert worden. Jetzt hast du sie als eigenen Bereich, kannst sie sozusagen im Standard nutzen. Und das hat natürlich auch 'n Vorteil, dass du sie dann auch in allen anderen Berichten, Reports, an allen anderen Stellen im Programm auch direkt, nutzen kannst. Ist nur eine kleine Mhm. Erweiterung, ähm, hilft jetzt nicht direkt, irgendein Problem zu heben, weil die meisten Kunden haben sich das Feld dann sowieso angelegt, wenn sie das irgendwo brauchten, aber jetzt kommt es halt mit dem Standard, ja. Mhm. Spannender Okay. wird's dann im Projektcontrolling. Genau, da hat sich was getan, gerade wenn es dann in den Bereich des Projektcontrollings in der Produktion geht, richtig? Mhm. Ja, ja, also die Vor und die Nachkalkulation, da ist einiges passiert und wir haben jetzt auch noch 'n Materialassistenten, dass du halt, auch freie Bestände zum Beispiel mitbenutzen kannst im Projekt und, dass du unterstützt da wirst dabei, das Material zu planen und, das Material zu integrieren, zu reservieren für das Projekt. All diese Dinge passieren jetzt. Das heißt, du hast nicht mehr kannst nicht nur mit dem Lager des Projektes arbeiten, sondern auch mit den anderen Lagern und die sind da komplett integriert. Ähm, hm, das sind ja Sachen also, die das Thema Lager spielt ja auch im Thema, zum Beispiel Bestellung beziehungsweise externe Fertigung auch eine Rolle, ne? Da Mhm. ist in der Richtung auch eine ganze Menge passiert. Ja, erzähl doch mal. Ja, du hast jetzt 'n eigenen Prozesstyp. Du hast jetzt 'n Prozesstyp, der, heißt externe Fertigung und da kannst du jetzt, über Streckengeschäft oder Beschaffung durch Lieferanten oder dadurch, dass du auch sozusagen eben deine eigene Fertigung externalisiert hast, kannst du halt diesen Prozesstyp entsprechend konfigurieren und nutzen und direkt in deine Produktion integrieren. Das heißt, du bestellst gar nicht, sondern du lässt halt fertigen. Ähm, Was auch Vorteile hat eventuell im Einkauf, weil teilweise kaufst du ja auch für die externe Fertigung die Rohstoffe ein, ja? Und, wenn das Mhm. ist ja eigentlich blöd, ne? Du sagst: „Ich kaufe hier bestimmte Rohstoffe ein“, dann lieferst du die an jemanden, der macht dann externe Fertigung und dann kaufst du das da wieder ab. Dann geht dir das ganze Controlling dazwischen auch verloren. Das ist natürlich jetzt alles, wesentlich eleganter gelöst durch diesen eigenen Prozesstyp externe Fertigung, sodass der gesamte Mhm. Fertigungsprozess und die Bestellvorgänge davor, dass die alle komplett durchgehend dokumentiert sind und Teil deines Controllings auch werden, ne? Und Mhm. dadurch Ja. und darüber gibt es natürlich auch ein entsprechendes Monitoring, dass du eben sehen kannst, passt deine externe Fertigung jetzt im Moment noch zu deiner Nachfrage, zu den Bestellungen, zu den aktuellen Lagerbeständen. Das gehört natürlich alles mit dazu. Mhm. Okay. Ja, das klingt schon mal sehr gut. Dann hatten wir noch was im Bereich der Bedarfsplanung, richtig? Ja, da haben wir jetzt Da auch, 'n neuen Prozesstyp und Monitoring drauf. Wir haben 2 neue, Side-Panels, bei der Bedarfsplanung, sodass dass das halt da ein bisschen transparent wird für die eigene Produktion und, gegebenenfalls auch für, das Bestellwesen, ne? mhm. Davon Ja, unabhängig alles haben wir klar. natürlich immer noch die Erweiterung, die externe Erweiterung, wo wir die Bedarfsplanung dann komplett automatisieren können. Aber die Bedarfsplanung innerhalb von X360 hat sich da jetzt auch noch mal im Release 14 verbessert. Mhm. Ja, okay. Dann lass uns doch mal zum neuen Dashboard zur Ressourcenauslastung kommen. Das haben wir ja auch eingeblendet. Ja, ne? Das ist ja, schon spannend für die Unternehmen, die Ressourcenauslastung also, ich meine, wir reden hier von einem ERP, Enterprise Resource and Planning und die Ressourcenauslastung da, zu visualisieren, das ist gerade bei der Produktion sehr, sehr hilfreich. Ähm, Das kannst du natürlich alles individuell machen. Viele Unternehmen haben auch einen Prozess, der jetzt vielleicht so dann gar nicht zu diesem neuen Dashboard passt. Aber als Standard hast du ihn jetzt erstmal mitgeliefert und,
dann werden dir deine Ressourcen halt angezeigt und überall da, wo es grün ist, ist, alles im Plan. Da, wo es gelb oder rot wird, da kommst du halt so ein bisschen an deine Grenzen. Und das ist ja eigentlich ganz schön, wenn du dann in die Produktionsplanung reingehst und sofort weißt, wo du nachschauen solltest oder gegebenenfalls Mhm. nachjustieren solltest. So die Idee dahinter. Ja, perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt in den Bereich der Warenwirtschaft. Mhm. Und zwar kann man hier über Chargen und Seriennummern noch weitere Informationen mitgeben, richtig? Ja, jeder hat ja an seinen Produkten individuelle Eigenschaften, ja? Also, 'ne ich glaube, zu so einer zum Beispiel, wenn du jetzt, Haare färben willst und da was herstellst, dann gehört bestimmt eine Farbe dazu oder, und hier geht es darum, dass wir ja Chargen und Seriennummern haben und da Eigenschaften haben. Nehmen wir mal was ganz Einfaches wie so 'n USB-Stick. So, der hat wenn er jetzt eine Seriennummer haben sollte, dann soll der hat er natürlich ein bestimmtes Datenvolumen. Dann hat er vielleicht eine Farbe, vielleicht hat er auch irgendwie eine Werbung oder sowas mit drauf oder ähnliche Dinge. Ganz egal. Du kannst jetzt, zu den Chargen und dann zu jeder einzelnen Seriennummer bestimmte Eigenschaften hinterlegen. Und ganz Mhm. individuell, abhängig davon, was du hast, was du produzierst. Und die werden dann auch mitgezogen, mitdokumentiert. Und das hilft dir ja nicht nur bei Reklamation, sondern es hilft dir ja auch zum Beispiel im Support. Du weißt jetzt sofort, was hat der Kunde genau für ein Gerät und wie ist das ausgestattet. Mhm. Ja, das klingt wirklich sehr hilfreich. Was hat sich denn im Bereich der Gewichtserfassung für den Versand getan? Ja, also wir wiegen natürlich nicht die Mitarbeiter, sondern wir wiegen nur das, was wir versenden. Mhm. Und, wenn jetzt das, was wir versenden, auf die Waage legen, dann wissen wir in der Regel natürlich auch, was da drin ist. Das ist auch wichtig für Versandkosten und für andere Zwecke und, auch für die Dokumentation des Versandes. Das lässt sich jetzt automatisch integrieren. Das heißt, du kannst im Versand sagen: „Ich möchte das Gewicht übernehmen über eine externe Schnittstelle“, dann wird das übernommen automatisch und mit bei den Versanddaten hinterlegt, ne? Mhm. Das Ja. heißt, du, dokumentierst das. Du kannst das halt auch mit bei die in die Versandbestätigung mit integrieren, die du vielleicht jetzt vorab schickst als Versandavis, und hast das auch in deiner Mhm. eigenen Dokumentation. Ja, super. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Mhm. Okay, und last but not least wollen wir uns einmal den Bereich E-Commerce beziehungsweise Shopify anschauen. Ja, da ist ja jetzt schon lange nichts mehr passiert. Das läuft ja auch, eigentlich sehr, sehr rund. Was Haufe jetzt gemacht hat, hier auch zusammen mit Acumatica, das ist das ganze Thema Sammeldebitoren, dass wir also nicht mehr jeden Debitor einzeln buchen müssen, der in Shopify bestellt, sondern dass ich einfach sagen kann: „Sammeldebitoren Frankreich.“ So, und dann geht alles da drauf und ich lege nicht jeden einzelnen Kunden an. Ähm, Mhm. sei es, dass ich die Kunden einfach nur in Shopify pflegen möchte. Ich möchte sie halt nicht als Debitor in der Buchhaltung haben. Das steckt dann dahinter. So, das Zweite ist, dass du jetzt auch Preisstaffeln berücksichtigen kannst. Ja, kann ja durchaus sein, Mhm. dass du sagst: „Mensch, wenn der jetzt, ähm, 10 Notebooks bestellt statt einem, dann kriegt er irgendwie 'n Rabatt.“ Oder, ne, also du kannst da verschiedene Mhm. Preisstaffeln jetzt mit integrieren und, ähm, die kannst du direkt in X360 pflegen und dann werden die nach Shopify übernommen. Ja, bisher ging das halt Ja. nur so, dass du die Preisstaffel in Shopify direkt anlegen musstest. Ähm, ja, Mhm. das sind so die beiden kleinen Sachen. Viele unserer Kunden arbeiten ja mit Shopify oder Shopware. Das sind so die beiden führenden Systeme unserer Kunden und, grade Shopify wird sehr gerne im B2C eingesetzt. Da sind solche Funktionen und solche Mhm. Automatisierung natürlich sehr, sehr hilfreich. Klar, da ist das praktisch, wenn die Zahlungsbedingungen sich automatisch synchronisieren. Ja, Mhm. ja. Ja, das war's dann Ja. eigentlich schon mit X360. Ja, du hast dich auch schon verabschiedet vom Bildschirm. Vielen Dank, Dirk. Wer jetzt eventuell von unseren Zuschauern noch Fragen haben sollte zum neuen Update, der darf natürlich gerne auf uns zukommen. Und ich habe auch noch mal unseren Blogbeitrag zum neuen Release verlinkt. Da gibt es alle Infos zum Nachlesen und sogar die Release Notes zum Download. Bis bald.